Heute möchte ich über ein Thema reden, das sicherlich allgegenwärtig ist, aber kaum jemand spricht darüber. Und ich glaube, das muss ich gleich mit einem Video muss ich das Ganze gleich mal einleiten. Dylan! You son of a bitch! Okay, das ist exemplarisch für dieses Video. Es geht nämlich heute ums Begrüßen. Ihr kommt es irgendwie so vor, und das ist zum Schluss dann die große Frage an euch da draußen, mir kommt es irgendwie so vor, als wäre das mit dem ganzen Begrüßen und die ganzen Rituale früher einfacher gewesen, zumindest in meiner Welt. Hat man sich früher einfach die Hand geben, wenn man sie getroffen hat, und das war es dann wieder und die Geschichte war irgendwie beendet. Und irgendwie hat sich das in den letzten, ich bin ja schon ein alter Sack, aber ich würde jetzt mal sagen, in den letzten 20 Jahren, das klingt arg, gell? 20 Jahre klingt sehr lang, aber in meiner Erinnerung ist das jetzt gar nicht so lang her. Aber das hat sich ein bisschen geändert. Inzwischen gibt es viel mehr verschiedene Rituale, also wie man sie wenn man sie begrüßt. Also gibt man sie nicht nur einfach mehr die Hand, sondern man umarmt sie, man klopft sie auf die Schultern oder man macht diesen den Bro-Shake oder verschiedenste Versionen vom Bro-Shake oder man gibt sogar Bussi, Bussi. Und dazu habe ich auch einen kleinen Artikel gefunden, der das ganz treffend da beschreibt. Nämlich, das ist rausgekommen, dieser Artikel ist rausgekommen im August 2019. Und der beschreibt dieses Problem, also dieses Problem von meiner Seite her ganz gut. Früher war alles einfach, zum Beispiel das Grüßen. Wenn heute zwei Menschen aufeinandertreffen, ist Verwirrung vorprogrammiert. Handschlag oder Umarmung, Küsschen, links, rechts, umgekehrt, zweimal, dreimal oder gar nicht. Vor wenigen Jahrzehnten in Österreich noch völlig unbekannt, hat sich der Wangenkuss in den vergangenen Jahren als fixes Ritual etabliert und so weiter und so fort. Das heißt also, dieses Thema ist jetzt kein Hirngespinst von mir, das hat sich sogar schon der Kurier damals gefragt, was mit diesen, dass sich das Verhalten da schon geändert hat. Für Männer ist es ja jetzt nicht so ganz so schlimm. Also wir Männer untereinander, da habe ich wenig Scheu, da verschiedenste Begrüßungsarten zu zelebrieren. Mir persönlich war natürlich das ganz normale Händeschütteln am liebsten oder, wenn man einen ganz gut kennt, auch die Umarmung und einen kleinen Taps auf dem Rücken. Wo es aber dann irgendwie kompliziert wird, ist bei den sogenannten, also bei den Bro-Shakes, wo man dann oft schon wissen muss, wie sind diese Bewegungsabläufe eigentlich gedacht. Also da gibt's ja ganz komplizierte Formen. Ich glaube, der einfachste Bro-Shake, den wir alle kennen und der da vorhin schon ganz gut da vorgeführt worden ist, ist also ganz normal Hand geben und dann nur, warte mal, wie kann man selber Hand geben? Moment, ich muss das zelebrieren. So, also ich bin jetzt zwei Personen gleichzeitig, so, grüß Gott. Und dann noch, warte mal, ist das schlimm? Kann man das überhaupt allein machen? So, grüß Gott und dann noch diesen da. Warte mal, das ist jetzt ein kognitiv. Das da, was ihr da hinten seht, diesen da. Das ist dann oft so man fängt mit normalen Handshake an und dann macht man noch diesen auf und so ungefähr. Und man sollte meinen, dass das eigentlich recht einfach sein sollte, aber im Endeffekt kommt es auch da immer wieder zu Verwirrungen und das lässt dann eigentlich immer mit relativ, das kann relativ interessante Situationen zustande kommen lassen, wenn man dann eigentlich da dieser Bro-Move, diese Bro-Shake von beiden Seiten schief geht. Aber auch dazu habe ich ein kleines Video gefunden, das hoffentlich da ein bisschen Aufklärung sorgt. So, The Dab auf Englisch nennt sie das The Dab. The dab is an integral part of social interaction. Knowing which dab to execute in what situation requires high intuition and social intelligence. Here are some of the basics. The standard. The other standard. Ach so, okay. I'm a bird. What the fuck? The weird thing Californians do. The I'll dap you up, but I don't really mess with you. The embrace.
The Embrace. I love you, bro. Die kenne ich. I love you, bro. Okay. The I don't really mess with you. So, da haben wir jetzt was gefunden. The Embrace. Genau, diesen wollte ich vorhin demonstrieren. Offensichtlich der Embrace. Vorher nur mit einem normalen Move, also normaler Handshake und dann geändert in diesen, kann auf ganz viele Orten schief gehen, obwohl er eigentlich relativ normal ausschaut. Und das nächste gefällt mir auch ganz gut. I love you, bro. I love you, bromance. Okay. Embrace. The white people dab. The White People Tape. Okay, der ist ganz schön langweilig. And who can forget the Naruto? And the list goes on. And don't dap up girls. That's kind of weird. Unless, you know, she's one of the boys. Okay, got all that? Good. Let's put this into practice. Here comes your first test. Let's see how you do. Ja. Das ist jetzt exemplarisch für mein Leben. Servus, Alter, was geht? Keine Ahnung, was geht. Ah! Shit. You failed pretty hard. Jo, genau. Das heißt, es ist nicht einfach und obwohl im vergleichsweise einfach ist es unter Männern doch meistens schon, also meistens kann man das schon nachsehen, wenn einer jetzt da nicht ganz den richtigen Move macht, aber es ist trotzdem irgendwie immer ein bisschen ein Social-Druck dahinter, wo man sich denkt, habe ich jetzt den richtigen Begrüßungsmove gemacht, eigentlich hätte ich den Leuten am liebsten einfach nur die Hand schütteln und das war schon, kein Biberbo, nix. Und am schlimmsten ist es ja, wenn es um Frauen geht, weil, wie ich damals noch jung war, vor über 20 Jahren, hat es auch bei Frauen nur ganz ein normales Händeschütteln gegeben und dann eigentlich hat sich irgendwann immer dieses Bussi-Bussi, also der sogenannte Wangenkuss hat sich dann etabliert. Das heißt, wenn man sich mit Damen, wenn man einer Dame begegnet, die man zumindest ein bisschen kennt, dann gibt es immer Bussi links, Bussi rechts und auch da gibt's etwas Wissenswertes. Der Wangenkuss, eine häufig genutzte Art, sich zu begrüßen. Eine rechte Wange ist die Grundvoraussetzung. Es hat sich eingebürgert, dies so durchzuführen. Es ist das Pendant zwischen dem klassischen Handschlag, rechte Hand zur rechten Hand. Die Bezeichnung Wangenkuss ist etwas irreführend, da nicht auf die Wange, sondern an ihr vorbeigehaucht wird, in die Luft geküsst wird. In deutschen Regionen wird eher zweimal geküsst, während in der Schweiz lieber dreimal, nämlich links, rechts, links gehaucht wird. Achtung! In südeuropäischen Ländern werden neue Bekannte und Freunde schnell mit Küssen bedacht. In asiatischen und arabischen Ländern erfolgt dies eher zurückhaltend. Küsse zwischen Mann und Frau sind in der Öffentlichkeit dort ein ungewohntes Bild. Okay, gut. Das ist ja natürlich, wenn man jemanden, also ein Mädel, eine Frau, eine Bekannte, eine Freundin schon länger kennt und man eigentlich schon viel Zeit miteinander verbracht hat und auch generell glaubt, mit der versteht man sich eigentlich ganz gut und hat ein gutes Verhältnis, dann kommt der Punkt, wo man sich beim Begrüßen nicht einfach nur die Hand schüttelt, sondern wo man auch diesen Wangenkuss vollführt. Und das ist aber nicht immer einfach, weil man fühlt sich vor allem als Mann dann oft so, ist es jetzt angemessen? Kenne ich diese Dame jetzt schon lang genug, als dass ich ihr gleich ein Bussi links, rechts gibt? Oder wirkt es dann vielleicht gleich aufdringlich? Oder wenn die Person vielleicht noch jünger ist, wenn es vielleicht die Tochter von einer Bekannten ist, die noch im Teenageralter ist, aber soll man die dann auch mit Wangenkuss begrüßen oder nur die Hand hinstrecken und dann merkt man schon, wenn man es dann einfach so begrüßt, merkt man dann schon, dass sie dann doch eigentlich erwartet hätte, dass man es abwuselt und dann ist vielleicht, und dann ist
vielleicht, genau, die klassische Situation, man trifft drei Bekannte, drei Freundinnen und mit einigen davon hat man weniger zu tun gehabt als mit der anderen und die erste kriegt einen Wangenkuss und die zweite kriegt nur die Hand entgegen, kriegt nur einen Handschlag, weil man denkt, so gut kenne ich die eigentlich gar nicht, die würde jetzt keinen aufdringlichen Wangenkuss machen, aber dann merke ich die Enttäuschung irgendwie aus dem Gesicht zu lesen, so quasi, okay, ich bin ihr, also die glaubt jetzt, ich mag sie nicht oder sie ist mir nicht so wichtig, weil ihr also es ist sozial sehr, sehr, sehr interessant, diese ganze Geschichte. Und wie gesagt, ich würde mir oft einfach wünschen, dass es einfach nur das ganz normale Händeschütteln gibt, wie früher. Oder ich kenne also einige Bekannte von mir, von damals noch, die wir begrüßen uns eigentlich gar nicht. Also wir sagen Hallo, Servus und keine Handschütteln, sondern einfach und das passt da. Also und keiner hat ein Problem. Also dass alles so kompliziert werden hat müssen in der letzten Zeit, die letzten 20 Jahre. Da habe ich noch was Schönes. So, okay. Die machen das, hi, nein. Wenn der Herr tatsächlich macht. Liebe Herren, ihr seid mit eurem Mund direkt an unserem Trommelfell. Nächster Punkt. Nur hauchen. Für so eine Frechheit zeige ich Ihnen mal, was Sie noch machen können. Herr Dr. Weltrich, würden Sie bitte... Damen aufgepasst. Oh, der hat Stil, ne? Gleich hier zugemacht. Stimmt. Wir kennen uns jetzt und Sie begrüßen mich mit Küsschen, Küsschen, ja? Aber Sie haben sich vorher eine Frechheit erlaubt. Und wie kann ich mich jetzt wehren? Guten Tag. Dankeschön. Danke. Okay, ja. Gut, das war jetzt auch der Bildungsauftrag für die Damen. Genau, also um mal zu beweisen, dass ich mir das jetzt nicht aus der Nase sauge, sondern dass das ganze Thema sogar schon Inhalt von wissenschaftlichen Studien oder wissenschaftlichen Studien ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Oder zumindest, warte mal, jetzt tue ich wahrscheinlich gerade ein bisschen, ich habe da was vorbereitet, das aber anscheinend doch nicht so ganz funktioniert. Da funktioniert schon. Sehr schön, das ist ja alles live. Es ist sogar eine Masterarbeit, also kann man schon als wissenschaftliche Arbeit quasi betrachten, ist da in Graz im Jahr 2020 quasi geschrieben worden, wo genau dieser Aspekt behandelt wird. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu viel für dieses Video da jetzt, für diesen Stream. Deswegen werde ich es nur unten verlinken, wenn man sich das mal durchlesen möchte oder wenn man ChatGPT eine Zusammenfassung von dem Ganzen machen lassen will, dann gerne. Jo. Genau, das war es ja schon ein bisschen mit diesem Thema heute, mit meinem Real Talk-Thema. Wann ist Begrüßen eigentlich so kompliziert geworden? Und da hätte ich jetzt auch noch abschließend ein paar Fragen an euch. Die können wir nachher dann gleich im Stream miteinander diskutieren, wenn ihr wollt. Oder ihr darf es dann einfach auf YouTube, auf dieses Video dann kommentieren. Nämlich, kennt ihr dieses Problem auch oder ist es für euch immer komplett klar, wie ihr in welcher Situation wen begrüßt und so? Und zweite Frage, kommt euch das auch so vor, als hätte sich das in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten verändert, dass es früher einfacher war? Früher hat man einfach einen Handshake, passt schon, und jetzt muss man schon fast schon eine Doktorarbeit schreiben, um herauszufinden, wie man den anderen am besten begrüßt. Und dritte Frage, wäre es euch auch lieber, es wird einfach wie damals, wie in der guten alten Zeit, einfach nur einen Handschlag geben? Oder findet ihr diese verschiedenen Begrüßungsmöglichkeiten eigentlich insgesamt schon wichtig, weil es einfach die soziale Interaktion bunter und lebendiger macht vielleicht sogar. Und habt ihr vielleicht da irgendwelche Anekdoten, wo euch selbst ganz interessante, vielleicht sogar unterhaltsame oder embarrassing Situationen passiert sind im Zuge des Handschüttelns, dann bitte gerne unten rein in die Kommentare. Ja, das war es ja schon wieder mit diesem Video. Ich lasse jetzt da meine nachträglichen Zuschauer auf YouTube. Von denen verabschiede mich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und es geht jetzt drüben auf Dreisat. Genau, ich verabschiede mich von meinen Zuschauern auf Dreisat und drüben auf Twitch geht's gleich los. Danke für alles und bis zum nächsten Mal. Bitte euch.